Hallo und herzlich willkommen bei Ginos World. In diesem Video gehen wir in den Teil 2 über von diesem kleinen Workshop, was Sakralmusik betrifft, beziehungsweise die Umsetzung. Es ist ein Ros entsprungen und da müssen wir noch über ein paar Dinge sprechen, damit wir dieses Stück umsetzen können. Ja, ich habe hier im Display mal reingeladen in dem Bereich MIDI-File. Es ist ein Ros entsprungen. Das ist ein reiner Notenfile, also kein Playback oder irgendwie sowas, sondern rein ist dieser File entstanden, damit die Noten dargestellt werden können. Wir können das hier bei den Assign-Enable-Buttons, insofern die zugewiesen sind über die Ginos World Software, sind die zugewiesen. Auf dem Taster D ist dann das Display drauf. Da können wir wunderbar dieses Display sehen und ich mache das mal etwas größer in diese Large Position und dann sehen wir, da dieses Display etwas kleiner ist als an der Gino-Serie, sehen wir wunderbar eben die Akkordfunktionen und da sehen wir auf jedem Akkord oder auf jedem Melodieton sitzt dann Akkord. Das machen die Sakralmusiker ganz typisch. Ja, es wird sehr oft das durchexerziert, dass die da jeden einzelnen Ton harmonisieren. Und dazu brauchen die eben die Werkzeuge, wie ich schon im ersten Teil erklärt habe. Zum Beispiel, guck, dieser C-Akkord geht dann über seinen Terzbass, also der Bass, die Terz, die dritte Stufe wird in den Bass gesetzt. Ja, wer jetzt in diesem Video einsteigt, schaue sich bitte den Teil 1 an, wird unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann könnt ihr euch das ganz genau nochmal anschauen. Man kann es ja ständig wiederholen und hat ja somit einen Notizzettel. Ja? Und Stichwort Notizzettel, ich blende keine Grafiken ein, wo ich das irgendwie erkläre, beziehungsweise ich habe auch selber immer über Notizzettel verzichtet und zwar aus dem einfachen Grund. Und zwar ist die Tastatur bei uns Keyboardern einfach das beste grafische Mittel, welches es gibt. Ja, weil die Gitarristen, die sehen das nicht. Ein Hornspieler, ein Flötist sieht nicht, was er da macht, weil er keine Darstellung hat, so wie hier. Deshalb muss auch jeder Musikstudent, der auf einer Hochschule studiert, muss praktisch ein Tasteninstrument lernen, damit er den Tonsatz versteht. Ja, so. Und jetzt kommen wir eben zu dem, was ich da noch erklären möchte. Also, und zwar, wir haben, nochmal zurück zu den Noten, wir haben hier ja einen verminderten Akkord und den möchte ich jetzt mal erklären. Ja, wie gesagt, anhand nicht von Aufschrieben, sondern von logischen Dingen, die wir hier jetzt mal an der Tastatur nachvollziehen. Und zwar, ich nehme jetzt einen C-Akkord. Und wir haben das letzte Mal überwiegend über die Funktionsharmonik gesprochen, die Tonika, die Subdominante und die Dominante. Sub heißt der Akkord unter der Dominante und die Dominante, die ist so herrschsüchtig. Ja, die hat einen dominanten Charakter und zwingt zur Auflösung. Das heißt, wir müssen die Dominante auflösen zur Tonika. Unbedingt wichtig. Und dann hauen wir noch eine Septime drauf. Ja, und guck mal, wie das schön spannt, diese Sache. Ja, und die zwingt schön zur Auflösung. Sobald ein Septimakkord gedrückt wird, dann wirkt der dominantisch und will aufgelöst werden. Wie das schön sich selber irgendwo zur Auflösung zwingt. Ja, das sind solche Akkorde. Und wenn wir, wie gesagt, die Akkordfunktionen mal durchmachen, da fangen wir jetzt mal damit an. Und zwar, wir nehmen den C-Akkord und verschieben den auf der C-Dur-Skala. Also C-Dur, ja, da verschieben wir den Akkord und dann haben wir auf der zweiten Stufe den D-Moll-Akkord. Und auf der dritten Stufe haben wir den E-Moll-Akkord. Auf der vierten wieder unsere bekannte Subdominante. Dann haben wir die Dominante, also der G-Akkord. Dann haben wir den A-Moll-Akkord auf der sechsten Stufe. Und auf der siebten Stufe, da kommt dieser große Unbekannte, der hier sich als diminished, also Englisch zu Deutsch vermindert, darstellt. Ein verminderter Akkord. Und das wissen auch viele
Wahrscheinlich nicht. Was hat der für einen Ursprung? Wo kommt der her? Und der sitzt auf jeder 7. Stufe der Tonskala sitzt der drauf, aber niemand weiß, wie man den richtig einsetzt. Ja? So, und da sprechen wir jetzt mal drüber. Zuvor müssen wir noch ganz kurz die Funktionsharmonik in Sprache hier auf die Akkorde bringen. Und zwar die erste Stufe ist ja die Tonika, dann haben wir die Subdominante und die Subdominant Gegenstufe, das heißt also die Parallele, sagt man dazu, ist in dem Fall bei F-Dur D-Moll. Guck, und jetzt haben wir schon die zweite Stufe, haben wir jetzt schon benannt. Die zweite Stufe auf der Skala ist eben die Subdominant Parallele. Und jetzt haben wir einen G-Akkord. Und dessen Parallele ist der E-Moll-Akkord. Jetzt haben wir den auch schon versorgt. Jetzt kommt der F-Akkord und jetzt kommt der G-Akkord als Dominante. Und jetzt kommt der A-Moll-Akkord. Der A-Moll-Akkord ist die Parallele von dem C-Akkord, also von der Tonika. Da kommt die Tonika-Parallele. So, und jetzt können wir über den Terzbass von G und das wieder schön auflösen, ja. Das heißt, wir können immer so Sprünge machen zwischen den harmonischen Funktionen, ja. Das heißt, guck mal, jetzt nehme ich einfach, ich spreche jetzt mal mit, dass man das verfolgen kann. Ich spreche jetzt mal mit, ich bin bei der Subdominante. So, stopp. Was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt zur Tonika und nimm da die Terz in den Bass und wie wir schon beim ersten Workshop gesagt haben, den Basston haben wir in der linken Hand. Wir nehmen den hier aber raus, ja. Und jetzt gehen wir zur Subdominant-Parallele, der D-Moll-Akkord. So, und jetzt haben wir schon einen Schritt weiter gemacht. Und jetzt können wir von der zweiten Stufe zur Dominante gehen, nämlich der Akkord G-Dur, und lösen den wieder schön elegant in die Tonika auf. Ja? So, jetzt haben wir eben die Subdominant-Parallele mit reingebracht ins Spiel. Ja? Und das können wir mit sämtlichen harmonischen Funktionen machen. Wir können solche Verbindungen machen, ja, permanent. Und das wäre aber extra mal ein Trainingsvideo, wo man das zum Beispiel dann mal richtig durchexerzieren kann. Was haben wir für verschiedene Verbindungsmöglichkeiten? Aber wir wollten ja eigentlich über diese Dominante, die verminderte Dominante sprechen und auch mal erklären, was sie für eine Funktion hat. Die kann auch überall irgendwo reingebracht werden, weil dominantische Verbindungen gibt es ganz, ganz viele und die lösen sich ja, das sind so ständige Auflösungen. Guck, wenn ich einfach so einen Akkord in die Landschaft reinsetze und mache dann eine Septime drauf, dann löst er sich wunderbar auf. Ja, man hört regelrecht, wie der sich auflösen möchte, dieser Akkord, ja. Und verminderte Akkorde sind eben Ersatzdominanten, ja, haben eine dominantische Funktion. Und jetzt mal zur Erklärung, was hat eigentlich dieser Akkord da auf der 7. Stufe für eine Bewandtnis? Also, wir gehen zurück zur Barockmusik, so habe ich diese Sache gelernt. Wir gehen in die Barockmusik zurück und ihr wisst ja, diese Leute waren geniale Harmoniker, ganz speziell Johann Sebastian Bach. Der war ja unfassbar, ist heute noch ein Phänomen, wie der harmonisiert und improvisiert hat, das war unfassbar. Und der hat sich irgendwann mal gesagt, wenn ich hier so einen Dominantakkord habe, schöne Sache, aber ich versuche den jetzt mal irgendwie zu erweitern. Ja? Und dann hat er irgendwann mal, ja da eine Septime drauf gemacht. So, guck. Und jetzt hat er sich so wieder schön aufgelöst, ja. Und wie wir ja im ersten Teil schon gesagt haben, wenn wir einen vierstimmigen Satz haben, dann bleiben wir dabei und machen sowas, nicht sowas.
Natürlich, wenn wir jetzt auf dem Keyboard so improvisieren, ist es nicht unbedingt so wichtig, weil es könnte ja sein, dass noch ein Basspedal dabei ist und so weiter. Dann wird nämlich aus diesem Satz schon ein 5-stimmiger Satz und dann kommen mehr Klangkomponenten dazu. Ich kann also gerne mal den Grundton hier verdoppeln, damit der Klang eben volumiger wird, weil guck mal, man muss auch bedenken, ja, Tonsatz hin oder her, ja. Wenn ich ein Register ziehe an der Pfeifenorgel, kann sein, dass sich eine Oktave verdoppelt. Ja? Oder zum Beispiel eine niedere Oktave oder es kommt eine Quinte dazu oder sowas. Ja? Man kennt es ja aus den Zugriegeln der Hammond-Orgel, dass da die Fußlagen mit dazukommen. Also würde das den Tonsatz ja schon stören, weil ja eine weitere Klangfarbe dazukommt oder eine weitere Stimme. Ja? Und nochmal kurz zur Wiederholung, die Klassiker haben ja gesagt, wenn wir einen 4-stimmigen Satz machen, dann bleiben wir dabei und Stimme löst sie gegen Stimme auf. Wir haben 4 Instrumente und nicht 5. Das heißt 4, zum Beispiel Cello, Bratsche, Violine, Viola, spielen zusammen und Ton für Ton lösen die sich schön gegenseitig auf und spielen ihre Stimmen. Ja? Und da gibt's nicht ein 5. Instrument oder sowas, so dass der Satz immer schön bestehen bleibt. Ja? So, und wie gesagt, das nochmal wiederholt, ist bei uns nicht unbedingt immer so wichtig. Ich spreche nur darüber, weil das eben die Klassiker so machen. Ja? Die überladen das nicht, damit eben solche Stimmführungen eben auch rauskommen. Ja? Weil sonst wäre das bei der Terz nicht so, diese Wiederholung, das heißt die Verdopplung des Grundtons und dann die Terz nach unten in den Bass rein hier rausgenommen, gibt eben diese Klangfarbe und die ist wichtig. Diese Klangfarbe. Ja. So, zurück zur Dominante. Also wie gesagt, die Dominante wurde damals erweitert. So auf die Art, ja, schöne Sache. Und jetzt hat irgendwann mal Bach das wohl so gemacht, vielleicht war es auch ein anderer Kandidat, keine Ahnung, er hat es so gemacht, dass er gesagt hat, okay, wenn ich jetzt diesen Akkord hier habe und ich mache dann, ich kann das auch so machen, ja, weil ich brauche nicht diese Stimme rauslassen. Wenn ich diese also die Quinte hier rauslasse, also der 5. Ton von G, dann habe ich hier das Intervall, ein Tritonus. Und dieser Tritonus, der wird mehr hörbar, anstatt wenn ich das so habe, dann klingt der nicht so extrem, ja, so von der Spannung her. Ja. Deshalb gibt es eben diese Geschichte oder dass man eben den rauslässt. Wenn wir jetzt aber hergehen und diese Konstellation spielen und die dann auflösen, so klingt das auch recht interessant. Und so sind die damals vorgegangen. Die haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt so machen, ja, dass wir den Akkord so spielen, dann sind wir immer noch bei der Dominante. Aber guck mal, jetzt versteckt sich hier schon die 7. Stufe dahinter. Ja? Die 7. Stufe verbirgt sich hier dahinter. Und jetzt sind die noch hergegangen und haben gesagt, okay, wir erweitern jetzt die ganze Sache und spielen den Akkord vom Basston in der Terz. Also das heißt, wir nehmen den und dann, also den nehmen wir in den Bass, den Ton. Also guck mal, von dieser Stellung ist dann der Basston nach oben gerutscht. Jetzt fehlt ja wieder ein Ton, ja. Jetzt nimmt man diesen Ton raus, dieses H, und hat dann das übrig hier, das hier. Ja, und dann hat man den Akkord so erweitert, ja, also so. Ja, stell dir das so vor. So. Und so löst er sich auf. Jetzt hat sich aber der Klassiker damals, keine Ahnung, ob es Bach war oder wie gesagt ein anderer Vertreter, hat sich gesagt, ja, aber dieser Ton hier, den finde ich etwas zu hart hier. Also der gehört besser aufgelöst, weil guck mal, wenn ich jetzt diesen Akkord habe, also der ist von so nach so gewandert, ja, so, und dann hat man den Grundton weggelassen, damit der 4-stimmige Satz wieder erhalten bleibt. So, und dann hat man von dem Ton nach dem Ton einen Halbton, der löst sich nach unten auf, der geht zu dem Grundton und der hier, der sollte auch noch eine Halbtönigkeit besitzen. Also so. Und dann haben die einfach sowas gemacht.
So, und jetzt sind wir beim verminderten Akkord. Die haben einfach hier diese 9. Stufe in der Jazzmusik würde man sagen, ein Minus gemacht, also minus 9, ja, die 9 minus, die verminderte 2. Stufe, ja, also die wurde vermindert. Und so löst es sich auf. Guck. Guck, und jetzt, so muss es sich richtig auflösen. Es löst sich so auf, praktisch. Ja, so, jetzt haben wir hier ein dominantisches Verhältnis, eine Zwischendominante reingebracht, die erweitert wurde und auf der 7. Stufe drauf sitzt. Ich weiß, hört sich alles kompliziert an, ist es aber nicht. Es hört sich aber kompliziert an. Und diese Dominanten kann man überall reinsetzen, wo man so eine typisch dominantische Auflösung hat, wie die 5. Stufe auf die 1. Stufe aufgelöst. Ja, so, guck mal, und jetzt kann das überall mit reingebracht werden. Wir haben jetzt beobachtet, dass auf der 7. Stufe hier dieser verminderte Akkord drauf liegt und sich dann immer hier drauf auflöst, ja, auf den nächsten Ton und dann wieder sich wahrscheinlich weiter auflöst, je nachdem, wo wir harmonisch jetzt sind, in welcher Tonart. Ja. Das heißt, ich kann jetzt mal so eine Kadenz spielen, zum Beispiel in C-Dur. Ja, also guck, zum Schluss habe ich dann anstatt mache ich ja, so wäre es noch interessanter, wie er sich auflöst. Also der hat eine etwas andere Auflösungsfunktion wie jetzt eine reine Dominante. Der löst sich nicht so ganz elegant dann wieder in seine Tonika auf, aber er bildet immer so kleine Zwischentreppen, ja. Also nochmal wiederholt, hier sitzt die 7. Stufe drauf, diese verminderte Stufe sitzt da drauf. Und wenn ich von H zu C gehe, dann nehme ich hier diesen verminderten Akkord so. Ja, und dann wird er nochmal über die normale Dominante wieder aufgelöst. Ja, guck, und jetzt zeige ich dir mal, wie man das einsetzen kann. Also dominantischer verminderter Akkord. Ganz einfach, wie bilde ich den eigentlich? Zum Beispiel, ich mache jetzt ein C vermindert. Dann nehme ich ein C und dann von dort aus eine kleine Terz und wieder eine kleine Terz. Ja, und zwar zum Beispiel ein Fis vermindert, kleine Terz, also 1, 2, 3 Halbtöne, 1, wieder 1, 2, 3 und wieder 1, 2, 3. Kommen wir auf. Guck, so löst er sich jetzt auf. So, guck, jetzt mache ich mal hier so ein volles Werk rein. Wir gehen mal in die andere Registrationsbank. Guck, und jetzt spiele ich mal sowas, so eine Kadenz. Und da war zum Beispiel, um eben die Klassiker, die brechen immer irgendwas ab, die spielen immer irgendwas, irgendeine Verbindung. Ja, und dann denkt man, jetzt löst sich schön auf und so weiter. Nee, dann geht der her, macht dann sowas.
Da geht er wieder irgendwo hin und wieder irgendwo und wieder irgendwo, bis das ganze Ding, und es steigert sich und bringt wieder Spannung rein und wieder Steigerung, wieder Spannung, und es nimmt kein Ende und es klingt gigantisch, ja. Und das sind solche eben Verbindungen, und es geht dann über die Dominantakkorde, über die so verminderte Akkorde, ja. Und guck, wenn ich zum Beispiel jetzt, wir haben darüber gesprochen, dass wir in C-Dur sind und wir wollen von C-Dur nach D-Moll. Ja, da hat der Klassiker wieder gesagt, boah, das klingt ja, Leute, das klingt viel zu hart. Ich kann nicht von so, wenn ich das so spielen möchte, das klingt mir viel zu hart. Entschuldigung, das geht nicht. Ja, was haben die gemacht, die Jungs? Die haben hier den gemacht. Klingt doch viel eleganter. So, jetzt zur Erklärung. Ich gehe einfach von dem C-Akkord zum Cis vermindert und dann zum D-Moll. Und guck mal, jetzt haben wir wieder das gleiche Prinzip, ein Halbton drunter sitzt die 7. Stufe des Folgeakkordes, zu dem ich hin möchte. Guck, das ist die Auflösung. Wenn ich auf C-Dur die 7. Stufe betrachte, guck, die 7. Stufe, dann sitzt hier ja der Verminderte drauf und der löst sich auf die Tonika. Ja, weil er ja eine Ersatzdominante löst sich immer auf die Tonika auf, also hier erweiterte dominantische Verbindung. Ja? Wenn ich jetzt zum F-Akkord gehen möchte, dann gehe ich einfach über den dessen Dominante, also der F-Akkord, ja, da möchte ich jetzt zur Subdominante, ich bin in C-Dur und gehe über den hier, da mache ich aber einen Verminderten drauf, nicht diesen Terzbass, das gibt den Sound, aber das andere gibt den Sound. Und das ermöglicht mir, guck mal, ich habe ja nur weiße Tasten in C-Dur. Das ermöglicht mir jedes Mal so eine kleine Bridge hier, so eine kleine Brücke, stell dir vor, ihr werdet in einem Bachlauf oder ein kleiner Fluss, ja, und ihr möchtet von Stein zu Stein springen, aber die Abstände sind teilweise zu groß. Und jetzt schmeißt man einen kleinen Zwischenstein zwischen die 2 großen Felsbrocken und springt erst auf den kleinen und dann geht's wieder zu einem großen Stein. Ja? Und so machen die Klassiker ständig irgendwie so Verbindungen über diesen verminderten Akkord. Deshalb war das so wichtig, den mal zu erklären. Wir sprechen da noch öfters drüber, aber wenn das natürlich erwünscht ist, ja. Immer über so einen verminderten Akkord können wir irgendwo zu irgendeiner Stufe gehen. Guck mal zum Beispiel. Ja, was war das jetzt? Ich wollte zum A-Moll-Akkord. Aber ich bin über dessen verminderte Stufe, die einen Halbton drunter liegt, bin ich dahin gekommen. Ja, also nochmal so, ich mache mal nochmal so ein volumiger, fetter Sound, ja. Wieder in meiner Registrierung zurück.
das war diese, oder das ist diese Auflösungsgeschichte ganz typisch. Ich kann immer ständig über diese verminderten, aber das weiß man am Anfang natürlich noch nicht, weil, okay, alles klar, das war jetzt mal so Theorie, aber was mache ich da jetzt wirklich? Wie hat er das nochmal gemacht und so weiter? Das geht nicht sofort, ja. Aber damit ihr eben mal einen Anhaltspunkt habt, wie gehe ich da vor oder was sind es überhaupt für Akkorde? Und jetzt wird ja auch mal Interesse geweckt. Ja? Wenn jetzt jemand hergeht und sagt, boah, hey, gigantisch, noch nie gehört, wie fantastisch ist diese Sache, weil diese Harmonielehre, das ist ein unglaublich spannendes Thema und hat mich schon immer fasziniert, ja. Und wer da tiefer rein möchte, der wird sich auch mal in der Kommentarfunktion melden und sagen, hey, mehr davon, ich will das wissen, wie das geht. Und da gibt's tausende von Verbindungen, die gigantisch sind. Und dann kann man hier immer improvisieren, weil guck mal, ich habe ja gar keine Zeit, ständig zu üben. Leider. Ich würde es so gern viel mehr spielen. Und ich habe keine Zeit. Ja, dann gibt's wieder ein Projekt, dann gibt's wieder eine neue Softwareidee und so weiter und so fort. Ja, und dann muss SX29 bestückt werden, Genos 2, Genos 1 und so weiter und so fort. Ja, okay, und dann gehe ich einfach her und wenn ich echt mal Zeit habe, dann spiele ich einfach nur so stundenlange Improvisationen mit Choräle und dann kommt ein neuer Sound dazu. Zum Beispiel, man weiß dann auch, was man mit den Bässen macht. Ja? Guck, wenn ich jetzt so eine Kadenzierung habe, wie zum Beispiel sowas. Und da habe ich ja hier zum Beispiel diese Zwischenstufen überall und da gehe ich auch mit dem Bass hin. Wenn ich jetzt gucke, C-Dur, ja, machen wir das mal, verdeutlichen wir das mal in der Praxis. Wir haben hier, was habe ich hier gespielt? Ich habe einen C-Akkord gemacht, etwas leiser. Okay, ich will mal auf den hier. Guck, den C-Akkord und dann habe ich den G-Akkord mit H im Bass, also seine Terz. Dann habe ich hier den Grundton verdoppelt und jetzt bin ich zum A-Moll, die 6. Stufe haben wir drüber gesprochen, die Tonika-Parallele. Und jetzt gehen wir zur Dominante, das heißt über den, das ist auch wieder so ein Akkord, warte mal, das ist eigentlich jetzt ein G-Akkord mit der 6. da oben, ist aber wieder so ein Akkord, da haben wir drüber gesprochen in dem ersten Teil, da entsteht jetzt so ein E-Moll, aber über G-Bass, ja, aber in Wirklichkeit ist es ja die 6. Stufe hier, die sich auf die 5. auflöst. Also nochmal. Und jetzt die Subdominante und die Tonika mit dem Terzbass. Und jetzt gehe ich wieder zur Subdominante zurück. Und jetzt zum verminderten Fis-Akkord. Und wo führt der hin? Natürlich zu C-Dur, ja. Das heißt also nicht zur Dominante, zum G-Akkord, aber ich mache hier C über G als Vorhalt. Also das heißt wiederum, das ist das Gleiche, wenn ich so machen würde. Bloß ist das hier viel eleganter. Nochmal. Jetzt muss man natürlich beachten, jetzt wird man durch die Melodieführung, ich habe ja hier gar keine Melodie, ich erfinde mir dann natürlich schon eine Linie, aber durch die Melodieführung werden wir gezwungen, in einem bestimmten harmonischen Gerüst zu bleiben, ja. Und diese Geschichte, dass wir da drin bleiben, führt dann wieder zu einem anderen Ergebnis, wie wenn wir improvisieren. Beim Improvisieren vergisst man oft eine Melodieführung und so weiter, aber es geht ja mal nur um die akkordischen Verbindungen. So, das mal vorab.
Keine Ahnung, ob es zu kompliziert war oder nicht. Wir können aber dann nochmal drüber sprechen. Also einfach in die Kommentarfunktion rein, weil klar, das kann nicht so super vereinfacht werden, dieses Thema. Und es kann sein, dass es den einen oder anderen erstmal vielleicht etwas schockt. Die anderen wissen das schon. Das kann ich nicht sagen, wer welchen Stand hat. Ja? Und nochmal ganz kurz zu unserem Notenbild. Da geht es nämlich dann im Teil 3 weiter. Guck, und da habe ich eben genau solche Dinge, wie dass ich hier eben die Melodieführung beachten muss. Ja, ich mache mal die Noten, ich springe da mal an den Anfang, guck, so, jetzt haben wir hier, guck, da der verminderte, ja, und guck, wenn jetzt zum Beispiel jemand diese Akkordgeschichten hier nicht hat, dann hat er die Begleitautomatik in der linken Hand zum Beispiel. Das klingt halt grauenhaft, ja. Und wenn der dann sowas macht, klingt das natürlich viel harmonischer, ja. Und dann Wiederholung. Beziehungsweise ein Zwischenspiel war das jetzt, keine Wiederholung, Zwischenspiel und so weiter. Da sprechen wir dann im nächsten Teil drüber. Das war die Vorbereitung beziehungsweise die Erklärung zur dominantischen zur erweiterten Dominante, nämlich der verminderte Akkord, damit man mal weiß, wann der wo hinkommt. Er klingt klassisch, ja, aber er kann auch natürlich verjazzt werden und verpoppt werden. Da gibt es andere Möglichkeiten, dass genau diese Funktion nicht so nach vermindert klingt, weil, guck mal, wenn man jetzt so ein, ich sag mal, so ein richtiger Hardcore-Organ-Sound da drin hat, dann klingt es natürlich schon so richtig, wie es halt... An dieser Stelle vielen Dank fürs Anschauen. Fragen bzw. Anregungen, was verstanden wurde, was nicht verstanden wurde, auf was ich noch eingehen soll, bitte in die Kommentarfunktion und wie gesagt, bis zum nächsten Mal und tschüss. Chinos World grüßt alle Spieler der Welt.